Im Trentino-Reservat in Italien liegt an einem frühen Frühlingsmorgen noch Nebel zwischen den dichten Baumkronen, unter dem grünen Blätterdach ragen zwei Braunbären hervor. Der stämmige Bärenmann mit dem dunklen Fell ging voran und lief langsam, aber stetig, als wolle er seine Gefährten beruhigen. Dahinter folgte die Bärin mit den sanften braunen Augen, deren ungewöhnlich großer Bauch leicht schwankte, was es ihr schwer machte, sich zu bewegen. Es schien, als sei der ganze Wald an diesem Morgen stiller als sonst, als würde er darauf warten, dass etwas Besonderes passiert. Es war der seltsam große Bauch der Bären, der den Mitarbeitern des Naturschutzes täglich Sorgen bereitete und sie beobachtete. Unter ihnen wurde Matteo, ein Mann mit einer großen Liebe zur Natur, damit beauftragt, dieses Bärenpaar zu beaufsichtigen und zu pflegen. Matteo verbrachte Monate damit, zu beobachten und sich Notizen zu machen, und es verging kein Tag, ohne dass er der Bärin Fisch als Ergänzung ihrer Ernährung brachte. Jedes Mal, wenn er seine Schritte näher kommen hörte, hob der Bärenmann den Kopf und schnüffelte vorsichtig, während die Bärin etwas zurückwich, aber keiner von beiden zeigte Anzeichen von Aggression. Mit der Zeit wird den Bären allmählich klar, dass Matteo keine Gefahr darstellt, sondern eine Quelle für Nahrung und warme Fürsorge. Normalerweise wahrte er einen angemessenen Abstand, der ausreichte, um sie zu überwachen, ohne in ihre Privatsphäre einzudringen. Dennoch wuchs Matteos Sorge, der Bauch der Bärin wurde von Tag zu Tag größer, weit über alle Vorhersagen für eine Bärenschwangerschaft hinaus. Als er an anderen Braunbären im Reservat vorbeikam, fiel ihm sofort der enorme Unterschied in der Bauchgröße auf. Auch der Tierarzt des Trentino-Reservats in Italien riet zu einer genaueren Beobachtung, da das Risiko von Komplikationen nicht ausgeschlossen werden könne. Es gab Morgen, an denen Matteo bemerkte, dass die Bärin ungewöhnlich schwer atmete und ihr ganzer Körper leicht zitterte, als ob sie Schmerzen hätte. Der männliche Bär klammerte sich an seine Seite und knurrte leise, wenn Matteo sich näherte, beruhigte ihn aber geduldig mit tiefer, warmer Stimme. Aus der Ferne beobachteten auch mehrere andere Mitarbeiter neugierig das Geschehen, da sie sich der Risiken bewusst waren, die mit einem zu starken Eingriff in das natürliche Leben der Wildtiere verbunden sind. Aber jeder war von diesem riesigen Bauch fasziniert, das Fell fiel nach und nach aus und gab den Blick auf eine große rosa Haut frei, die rund war wie ein riesiger Ball. Die Tragzeit von Bären beträgt normalerweise etwa 7 Monate, diese Bärin ist jedoch bereits im 8. Monat. Alle Mitarbeiter waren besorgt und diskutierten, dass es sich möglicherweise um einen seltenen Fall handele, der im Reservat noch nie zuvor vorgekommen sei. Jedes Mal, wenn Matteo nachschaute, umkreiste ihn der männliche Bär. In seinen Augen spiegelte sich Anspannung, aber auch Sorge um seine Frau. Er wandte sorgfältig Methoden zur Messung und Aufzeichnung der Temperatur, der Herzfrequenz und der Kontrolle der Bewegungen des Fötus an. Mit der Zeit schloss Matteo die Bären so sehr ins Herz, dass sie ihn als Teil ihrer Familie betrachteten. Obwohl der Bauch der Bärin sehr groß war, waren ihre Bewegungen dennoch sanft und vorsichtig, als hätte sie Angst, die Lebewesen darin zu beeinträchtigen. An regnerischen Tagen spannt Matteo oft eine große Plane in die Nähe der Stelle, wo die Bären normalerweise liegen, damit sie weder nass noch kalt werden. Gelegentlich hatte er einen Beutel mit Medikamenten dabei, für den Fall, dass die Bärin ungewöhnliche Anzeichen zeigte. Der männliche Bär schien zunächst wegen der Farbe und des Geruchs des Medikaments besorgt zu sein, reagierte jedoch allmählich nicht mehr so stark. Jedes Mal, wenn Matteo frischen Lachs brachte, versuchte die Bärin, sich aufzusetzen, aufgeregt wegen der nahrhaften Mahlzeit. Männliche Bären stehen oft Wache und beobachten, bis die Bärin satt ist, bevor sie sich gemächlich nähert, um die restlichen Nahrungsreste aufzuheben. In Matteos Augen war diese Aktion ein Zeichen der Güte des Bären, der seiner schwangeren Frau immer das Beste gab. Aufgrund dieser langen Schwangerschaftsperiode wurde das gesamte Reservat nach und nach vorsichtiger gegenüber jeder Veränderung bei den Bären. Einmal schrie die Bärin plötzlich leise und legte sich mit dem Gesicht nach unten ins Gras, ohne sich bewegen zu wollen. Matteo eilte herbei, um zu prüfen, ob die Bärin in den Wehen lag. Doch schon nach wenigen Augenblicken war der Schmerz vorbei, die Bärin lag wieder still, atmete schwer und fiel dann in einen unruhigen Schlaf. Als die Bärenmönchen diese Szene sahen, umringten sie die Bärin und leckten ihr liebevoll den Kopf.
Matteo dokumentierte jedes Symptom und verbrachte täglich Stunden damit, die Bären zu beobachten. Auch spät in der Nacht macht es ihm nichts aus, die ganze Nacht wach zu bleiben, mit einer Taschenlampe durch den Wald zu laufen und sicherzustellen, dass die Bärin keine Probleme hat. Im Zentrum wird er oft nach der Situation des dickbäuchigen Bären gefragt. Sie gaben der Bärin wegen ihres runden Bauchs und der auffällig rosa Haut den Spitznamen Pinkball. Matteo lächelte nur über die Neckareien und schüttelte dann besorgt den Kopf. Diese Angst verstärkte sich, als der Bär eines Morgens plötzlich seltene Stöhngeräusche von sich gab. Aus der Hütte heraus erkannte Matteo erschrocken, dass es sich definitiv um ein Notsignal handelte. Er schnappte sich schnell den Erste-Hilfe-Kasten und rannte zu der Stelle, wo die Bären oft hingingen. Als er ankam, sah er, wie die Bärin flach dalag, schwer atmete und ihr Gesicht als Zeichen der Wehen verzogen war. Der Bauch des Bären zuckte und seine straffe rosa Haut zitterte. Ohne zu zögern rief Matteo über das Walkie-Talkie andere Mitarbeiter um Hilfe. Der Bärenmann kreiste immer wieder um sie herum und knurrte leise, als würde er die Bärin anfeuern. Matteo näherte sich und streichelte sanft den Kopf der Bärin, um sie zu trösten, obwohl er wusste, dass das Tier plötzlich Schmerzen verspüren könnte. Er forderte das Personal auf, die Injektionen und Instrumente für die Entbindung des Babys vorzubereiten. Die Bärin stieß ein kurzes Brüllen aus, dann schloss sie die Augen und konzentrierte sich auf die Wehe. Matteo injizierte das unterstützende Medikament und versuchte, es schnell und präzise zu tun, um die Schmerzen der Bärenmutter zu lindern. Das Brüllen des Bärenmönchens hallte voller Angst und Ermutigung wider. Die Zeit verging wie im Flug, alle hielten den Atem an und beobachteten jede Bewegung der Bärin. Dann ertönte ein leises Glucksen und das erste Bärenbaby glitt winzig und nass aus dem Bauch seiner Mutter. Alle wachten auf und schrien vor Glück, aber der Prozess hörte nicht auf. Die Bärin stöhnte weiter, die nächste starke Wehe setzte ein. Ein weiteres Bärenbaby wurde geboren, sein schwacher, aber lebendiger Schrei brachte Matteo zum Lächeln. Plötzlich versuchte die Bärin erneut zu pressen und alle waren überrascht, als das dritte Junge geboren wurde. Ein zischendes Geräusch war zu hören, da Bären normalerweise nur 2 Junge gleichzeitig zur Welt bringen. Doch damit schien die Merkwürdigkeit noch nicht zu enden. Der Bärenmann brüllte weiterhin leise, während die Bärin weiterhin heftig zuckte. Der Magen der Bärenmutter drehte sich um und zur Überraschung aller erschien das 4. Junge. Für ein paar Sekunden schien alles still zu stehen, dann folgte eine weitere starke Wehe, und die Bärin brachte ihr 5. Junges zur Welt. Niemand traute seinen Augen, 5 kleine Bärenjungen zappelten zu Füßen der Bärenmutter. Matteo war überglücklich, sein Herz klopfte, aber sein Gesicht strahlte vor Freude. Er lachte laut, hob jedes Junge vorsichtig hoch und wischte den Schleim ab. Der Bärenmann brüllte laut wie ein Siegeslied und brachte den ganzen Wald in Aufruhr. Um den Risiken nach der Geburt vorzubeugen, spritzte Matteo der Bärenmutter sofort ein Mittel zur Genesung. Die Bärenmutter atmete erleichtert auf. Ihr Körper zitterte vor Erschöpfung, doch ihre Augen leuchteten vor sanfter Freude. Die Mitarbeiter und Matteo räumten schnell auf und schufen einen warmen Platz um die Bärenmutter herum, damit sie sich ausruhen konnte. 5 junge Bärenjungen klammerten sich mit geschlossenen Augen an den Körper ihrer Mutter. Die Bärenmutter gab ein leises Geräusch von sich und schien damit ihr Junges zum Saugen näher zu rufen. Der männliche Bär stand daneben, beschnüffelte jeden einzelnen und zeigte damit instinktive Besorgnis. Gelegentlich stößt es kurzes Brüllen aus, als wolle es seinen Kindern versichern, dass es hier ist, um sie zu beschützen. Nach etwa 2 Stunden Chaos stabilisierte sich die Lage der Bärenmutter und ihre 5 Jungen begannen, sich satt zu saugen. Matteo und das Personal waren müde und glücklich zugleich, alle waren von dieser beispiellosen Leistung beeindruckt. Im Trentino-Reservat in Italien herrschte plötzlich reges Treiben, viele Menschen hörten die Neuigkeiten und eilten herbei, um dieses einzigartige Ereignis mitzuerleben. Matteo lächelte breit, tätschelte den Kopf der Bärenmutter und sagte leise: „Herzlichen Glückwunsch, tapferer Bär." Die Bärenmutter blickte langsam auf und schien die guten Absichten ihres menschlichen Freundes zu verstehen.
Auch der Bärenbole kam herüber und rieb sanft seine Schnauze an Matteos Hand, als wolle er ihm für seine Hilfe danken. Die Gruppe der Mitarbeiter saß mit Kameras und Telefonen in der Hand herum und hielt jeden kostbaren Moment fest. Noch nie zuvor hat jemand im Trentino-Reservat in Italien eine Braunbärin bei der Geburt von 5 Jungen beobachtet. Der Nebel lichtete sich allmählich, das Morgensonnenlicht schien durch die Blätter und ließ die warme Szenerie schimmern. Einen Moment später schien sich die Bärenmutter wieder erholt zu haben und stand langsam auf. Ihr Bauch hing zwar noch immer durch, aber die Last war verschwunden. Die 5 Bärenjungen stolperten neben ihrer Mutter her und streckten ihre winzigen Beine aus, um das Gleichgewicht zu halten. Der Bärenmann wartete geduldig auf seine Jungen und hielt stets Ausschau nach Feinden. Matteo stand auf, sammelte seine Werkzeuge ein, sein Blick war noch immer auf die Bärenfamilie gerichtet. Das Bild der Bären, des Bären und der 5 Jungen, die in Richtung des grünen Waldes taumelten, hatte sich tief in sein Gedächtnis eingeprägt. Bevor sie zwischen den Bäumen verschwanden, drehten sich die Bären noch einmal um, nur für einen ganz kurzen Moment, als wollten sie sich von Matteo verabschieden. Dieser Blick brachte ihn zum Lächeln, alle Mühen und der Stress waren plötzlich verschwunden. Er griff zum Telefon und benachrichtigte das Zentrum dringend über ein besonderes Ereignis. Die Bären hatte erfolgreich 5 Junge zur Welt gebracht, alle gesund. Seit diesem Tag ist die Geschichte von Bonhong und der seltenen Geburt für immer zu einer brillanten Legende des Trentino-Reservats in Italien geworden und markiert die Verbindung von Mensch und Natur. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.